Hallo, willkommen im Nightcafé. Wir sind heute in Bad Wildungen bei der Deutschen Billardmeisterschaft. Es geht hier um Dreiband, Pool und Snooker. Wir werden exklusiv Interviews mit den Top-Spielern hier haben. Seid mit uns gespannt, wie es hier abgeht. Bleibt dabei, folgt uns. Kommt mit. Ich habe die Maske. Aber wir haben natürlich keine Maske. Ich muss wieder zurück die Maske holen. Ich hole die Maske. Also gehen wir rein. Ja. Also hier sind die heiligen Hallen der Deutschen Billardunion. Diese Woche hat schon Davut gespielt. Davut Dikme vom BC Stuttgart ist Zweiter im Snooker geworden bei den Senioren. Herzlichen Glückwunsch von hier aus. Wir hoffen natürlich, dass du auch bald Deutscher Meister wirst. Ja, Simon, du hattest gerade das Spiel gegen den Carsten Witte. Das Spiel war relativ klar für den Carsten. Du bist am Anfang relativ schwer reingekommen. Kannst du das Spiel aus deiner Sicht kurz beschreiben? Ja, der Start in die Partie war relativ schwierig. Er hat direkt losgelegt und auch taktisch gut gespielt, sodass ich direkt von Anfang an hinterherlaufen musste. Dann war es eine deutliche Führung zur Pause, 22:4 und so langsam habe ich dann ein Spiel gefunden, konnte mich aber letztendlich dann nicht rankämpfen. Ja, also er hat ja relativ viele Serien gemacht, Vierer-Serien, Dreier-Serien. Du hattest wirklich ganz, ganz viele knappe. Da war einmal die weiße, also seine Kugel an der Bande und dann hast du genau durchgespielt. Ich weiß gar nicht, wie du das geschafft hast. Was passiert da in einem, wenn da die Bälle so knapp vorbeigehen? Ja, muss man versuchen, irgendwie doch seine Mentalität hochzuhalten, aber das war in dieser Partie halt sehr schwierig. Bin dann nachher über eine hohe Serie dann noch mal rangekommen, habe dann aber noch einen einfachen ausgelassen und somit ist dann der Faden gerissen und ich habe den Anschluss verloren. Ja, also in der zweiten Hälfte war es wirklich sehr, sehr gut. Ja, hast wirklich richtig schwere Bälle gemacht. Keimt dann natürlich die Hoffnung auf, egal wie groß der Vorsprung ist, weil der Gegner hat ja auch den Vorsprung sich irgendwie erarbeitet. Ja, es ist schwierig, dann die Motivation hochzuhalten und eben positiv zu bleiben. Das ist mir eigentlich gelungen, aber jedoch in den entscheidenden Situationen fehlte vielleicht auch das Quäntchen Glück. Wie gesagt, der eine Sitzer, den ich auslasse, das war natürlich dann selbst verschuldet. Aber dennoch blieb es eine schwierige Partie, wo ich dann im Endeffekt dann auch der verdiente Verlierer war. Welche Ziele hattest du vor dem Spiel, vor dem Turnier? Was wolltest du erreichen bei dem Turnier? Bei dem Turnier habe ich mir vorgenommen, gutes Billard zu spielen. Ich glaube, das ist mir auch gelungen. Jedoch konnte ich mich letztendlich dann jetzt nicht im Achtelfinale durchsetzen. Das ist ein bisschen schade, aber ich sehe das als Ziel für die nächsten Meisterschaften, dass ich vielleicht dann doch die entscheidenden Bälle oder vielleicht die entscheidenden Serien dann zur richtigen Zeit spielen kann.
Wie oft hast du jetzt bei den Herren hier mitgemacht? Das war jetzt meine zweite DM. Ich hatte vor 2 Jahren die Wildcard als deutscher Jugendmeister und jetzt habe ich mich selber qualifiziert als Landesmeister und somit war es eigentlich die erste richtige deutsche Meisterschaft. Erstes Mal ist nicht das letzte Mal. Ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft, weiterhin viel Erfolg und wir sehen uns hoffentlich nächstes Jahr wieder, spätestens hier. Super, Dankeschön. Ja, die Reihen lichten sich. Wir sind jetzt schon im Viertelfinale, die Achtelfinale sind gerade rum. Es haben sich durchgesetzt Martin Horn, Wolfgang Zenkner, Tom Löwe, Carsten Witte, Cengiz Karaca, Klaus Kessler, Lukas Stamm und Ronny Lindemann. Alle Spiele waren sehr interessant anzusehen. Die Durchschnitte waren jetzt nicht allzu hoch. Carsten Witte hat ein unglaublich tolles Spiel hingelegt und hat sich klar durchgesetzt. Ja, die Spieler hadern teilweise mit den Tischen, weil die Tische unterschiedlich auf Geschwindigkeit reagieren. Spielt man langsam, werden sie lang, ein bisschen schneller wird es sofort kürzer. Womit die Zuschauer als auch die Spieler unzufrieden sind, sind die Bekanntgabe der Spielpaarungen. Da raten die Spieler, gegen wen sie wohl als nächstes antreten. Die meisten haben es aufgegeben und denken, ich nehme einfach den Gegner, der als nächstes kommt. So, jetzt gleichen wir unseren Mineralhaushalt wieder aus und trinken mal von den Mineralquellen hier. Also hier gibt es die Georg-Viktor-Quelle, die Waldquelle. Oh, blaues Wasser. Das ist wie Medizin. Was ist los? Lecker. Also, zum Wohl. Sprudelig. Soda. Ja, jetzt geht es gut. Ich glaube, ich bin jetzt magnetisch. Ja, als nächstes kommen die Viertelfinale. Wir sind gespannt, wie die Ergebnisse sein werden. Ja, herzlichen Glückwunsch, Cengiz, zu dem doch überragenden Sieg, also dominiert. Wie hast du dich gefühlt? Ja, diesmal war ein bisschen komisch in der Viertelfinale, weil ich ja ein bisschen der Favorit war. Ich habe mich immer ein bisschen schwer, wenn ich der Favorit bin. Immer von außen sieht er immer sehr leicht aus und die sagen immer, ich muss ihn immer locker besiegen. Aber am Tisch ist es immer anders. Jedes Spiel muss man erst Stück für Stück immer heranarbeiten. Also, ich bin auch ruhig geblieben und habe das Ding nach Hause geschaukelt und dann ist auch gut. Wie kommst du mit den Tischen klar? Ja, die Tische sind eigentlich nicht schlecht, sind schön schnell und nehmen viele Fehler an der ersten Bande schon. Ja, ist ein bisschen anders als zu Hause. Ja, da verlieren die viele Feen nach der zweiten Bande schon. Aber der behält das Effet wunderbar an. Ist gewöhnungsbedürftig und ich denke, jetzt haben alle Spieler sich im Halbfinale sich gut eingespielt auf das Material. Also Material ist super, daran kann es nicht liegen. Was ist deine Erwartungshaltung für morgen? Ja, für morgen. Ich habe noch nicht so eine gute Partie gespielt, deswegen bin ich recht offen und gehe auch positiv in die Partie hinein. Genau. Und als wenn ich jetzt sehr gut gespielt hätte und gestern nach einer guten spielst du immer meistens eine schlechte. Also ich bin positiv und so sollte es auch sein. Und Halbfinale ist schon mal gut und die Medaillenränge schon mal wieder dabei. Weißt du schon, gegen wen du spielst morgen? Ja, gegen Ronny Lindemann. Okay. Ja, das ist natürlich nicht einfach. Ne? 2018 lief es super. Ja. Da waren wir auch hier, haben dir zugeschaut. Da gab es am Ende einen Roundkick. Wir hoffen, dass es sowas wieder gibt dieses Jahr. Ja. Mal gucken, morgen neuer Tag und
mit neuen Hoffnungen wieder starten und mal gucken, wie es läuft. Ja. Ich bin sehr zuversichtlich. Erhol dich gut, Ja. war ein anstrengender Tag heute. Ja, Ich wünsche dir alles ja. Gute Alles klar. und viel Erfolg morgen. Alles klar, super. Danke euch. Tschüss. Ja. Ja, ein langer Tag geht zu Ende, ereignisreich. Hier habt ihr zusammen das letzte Spiel gehabt. Ronny hat sich durchgesetzt, war ein knappes Spiel. Ronny, was kannst du zum Spiel sagen? Ich bin erstmal froh, dass ich die Partie gewinnen durfte. Lukas war ein starker Konkurrent, hat mir das Leben schwer gemacht, hat starkes Billard gezeigt. Bin froh, dass ich meine Nerven am Ende unter Kontrolle gehabt habe. Vielleicht brauchte ich 1, 2 Fehler von ihm, um überhaupt die Möglichkeit zu haben. Ich habe vielleicht vorher schon ein paar Fehler gemacht, wo ich das ein bisschen außer Hand gegeben habe, aber insgesamt bin ich sehr dankbar. Langer Tag, ja, 2 Partien ist jetzt nicht die Welt, ist nicht so viel, aber ja, endlich mal Billard gespielt heute, jetzt in der Partie. Lukas, wie hast du es gesehen? Langer Tag, ja. Ich war um 18 Uhr ein bisschen müde, ne? Klar, so. Wir hatten um 13:30 Uhr unser erstes Match und dann diese 3 Stunden, die man danach hat, sind irgendwie hart, weil man sich auch nicht mehr hinlegen kann und so. Ja, ich mache in den letzten 3 Aufnahmen 2 dicke Fehler und das hat dann einfach nicht gereicht gegen den starken Ronny. Ja, es war ein richtiges Kopf-an-Kopf-Rennen. Dann machte Ronny eine 5er-Serie und dann, glaube ich, 1 oder 2 Aufnahmen Glaub ich später auch, machte er auch eine Defense, 5er-Serie. ne? Es war richtig spannend. Wie ist es mit der Konzentration? Also wenn das so spannend weitergeht, was macht ihr speziell irgendwie, um am Ball zu bleiben? Im Idealfall glaubt man an seine Stärken und denkt an gar nichts. Ne? Also lässt den Kopf frei, hält den Kopf in der Gegenwart, im Jetzt. Wenn man das schafft, dann kann man kann man das reißen. Wenn man sich mit den Fehlern von vorher auseinandersetzt oder mit dem, was man machen muss, dann setzt man sich automatisch unter Druck oder macht sich kleiner, als man ist. Also die Gegenwart ist für mich ein großes Schlüsselwort, ne? Wenn ich die Gedanken in der Gegenwart halten kann. Du warst immer so ein bisschen vorne teilweise, auch manchmal ein bisschen hinten. Ich war anfangs hinten, ne, dann war ich vorne und dann war Ronny, dann waren wir so pari. Ich muss da ganz kurz was noch zu sagen, weil das ist natürlich der Wunsch, den man hat, ne, dass man hier und jetzt ist. Aber als Tipp für dich, für alle, denkt an was Tolles, an was Schönes. Wie ihr im Urlaub sitzt am Strand mit eurer, ne, so. Das gibt einem nochmal diese Vibes. Das hilft mir, mich dann nochmal zu konzentrieren. Positives oder vergangene Partien, die man mal gespielt hat, wo man vielleicht schon am Boden war, wo man schon tot war und die trotzdem noch umgebogen hat. Das sind positive Ereignisse natürlich. Lieber eher an was Positives als an was Negatives. Ne? Ja. Aber wenn man, ich denke mal, jeder kennt das, wenn man in so einem im Flow ist oder in den Flow kommen möchte, Absolut. dann denkt man gar nicht mehr. Dann ist das alles Hören, Sehen, Fühlen, aber nicht mehr denken. Ne? So, das ist dann der Idealzustand. Wenn es dann läuft. Ne? Wenn es denn mal läuft, ja. Morgen geht's gegen Cengiz. Welche Erwartungshaltung hast du? Ich habe noch nicht mich da gedanklich mit auseinandergesetzt. Du sagst mir jetzt, dass ich gegen Cengiz spielen darf. Kenne ich schon das Halbfinale, sagen wir mal so, ist nichts Neues für mich. Das war letztes Jahr. 2018 war das. Ja, Doch. Ja, okay, Da- das war auf jeden Fall sehr spannend. Da, wo er dann deutscher Meister wird. Das ist 2018. Nachstoß. Nein, das war nicht, wo er deutscher 40, Meister 40. wird. Ich habe gewonnen die Partie, ich bin ins Finale gekommen, das war 2019. Aber Ihr habt Cengiz ist 18 ein hier auf den Tisch, 40 und dann machst du noch einen danach und er macht 2. Genau andersrum, ich mache 3, er macht 1. Aber ist egal, ich bin ins Finale gekommen, ich habe gegen Martin das Finale verloren, das war vor 2 Jahren, vor Corona. Du hast recht. Cengiz ist ein starker Gegner, den darf man natürlich nicht unterschätzen und den Rest sehen wir morgen an der Platte. Also viel Erfolg, Dankeschön. gute Erholung. Bist Ja. du morgen noch da? Schaust du es Ich an? bin noch da, klar. Alles klar. Dann viel Spaß euch. Herzlichen Dank. Danke für das Interview. Nach einem ereignisreichen Tag geht auch dieser Tag zu Ende. Ich hoffe, ihr hattet Spaß hier im Night Café. Wir hatten riesigen Spaß und passt auf euch auf, haltet die Ohren steif. Viel Spaß im Night Café. Die Spieler hadern teilweise mit den Tischen, weil alle 4 Tische unterschiedlich laufen. Die Tische sind extrem geschwindigkeitsabhängig.
Life is life. Şimdi daha da büyük ses çıkacak. Okidok.